Hallo, herzlich willkommen zu unserem Videodreh. Heute machen wir genau das gleiche wie beim letzten Mal, nur anders. Warum anders? Wir haben jetzt nicht die Trigon FS 050 als Riegel-Riegel-Bauweise, wo der Riegel glatt abgeschnitten wird, sondern jetzt haben wir eine Pfostenriegelkonstruktion, wo der Riegel an sich geklinkt wird nach einem definierten Maß. Auch hier beginnen wir damit, den U-Verbinder anzuschrauben, unseren Standardverbinder. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, auf der oberen Seite, werde ich gleich auch den Federstift-Stoßverbinder zeigen. Das ist eine weitere Verbindungsvariante für diese Pfostenriegelkonstruktion. Wir beginnen wieder damit, die Verbinder anzuschrauben. Die Verbinder sind bereits gebohrt. Diese Verbinder positionieren sich von alleine. Das heißt, die haben zwei kleine Bolzen, die in die entsprechenden Bohrungen eingreifen, und dann muss nur noch mit einer Schraube der Verbinder entsprechend positioniert werden. Damit sind die beiden Verbinder im unteren Bereich montiert. Jetzt geht es weiter. Jetzt werden die Manschetten montiert. Das sind ähnliche Manschetten, wie wir sie auch aus der Riegel-Riegel-Variante kennen. Die nutzen wir aus dem Grund, dass wir bei der Fassade keinerlei Dichtstoffe im Bereich des Stoßes einbringen müssen. Diese werden in den Dichtungskanal eingesetzt. Die sind aus einem geschäumten EPDM, lassen sich hervorragend montieren, sodass nachher der Riegel entsprechend aufgesetzt werden kann. Das gucken wir uns jetzt an. Wir nehmen den Riegel wie bei der Riegel-Riegel-Fassade auch, setzen den über den Verbinder, schieben ihn im Grunde genommen hier auf. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit den beiden Riegelschrauben die Verbindung herzustellen. Eine Seite haben wir montiert, jetzt kommt die andere Seite dran. Nach dem gleichen Prinzip. Und damit haben wir hier die Verbindung im Bereich der Pfostenriegelfassade erledigt. Jetzt kommen wir zum oberen Teil. Da habe ich mich für einen Federstift-Stoßverbinder entschieden, um auch den mal vorführen zu können. Letztendlich genau das Gleiche, was wir bereits bei der Standardverbindung gemacht haben. Es ist die Dichtmanschette zu positionieren. Das haben wir eben schon gesehen. Das gleiche auf dieser Seite auch. Und dann kann der Riegel mit dem Federstift-Stoßverbinder eingesetzt werden. Nachdem die Federstift-Stoßverbinder eingerastet sind, hörbar, kann man auch die Schrauben setzen, wie bei dem Standardverbinder auch. Und damit haben wir auch die nächste Fassade zusammengebaut. Ich habe nebenan natürlich auch die Printdokumentation liegen, wo die ganzen Arbeitsschritte, die ich eben vorgeführt habe, natürlich auch nochmal in der Dokumentation erläutert werden. Wir sehen hier den geklinkten Riegel, wir haben hier den Standardverbinder, den wir verwendet haben, wir haben die Verbinderschraube und hier die beiden Schrauben zur Befestigung des Riegels und hier die Manschette. Und die zweite Verbindung, die wir gemacht haben, befindet sich hier. Das ist der Federstift-Stoßverbinder. Hier sieht man alternativ schon mal den Knopfverbinder. Das ist das gleiche Bohrbild, hat natürlich auch Vorteile. Und der Federstift-Stoßverbinder wird im Profil verkrimmt. Dann haben wir auch hier die gleiche Manschette wie bei der vorherigen Variante mit den gleichen Verbinderschrauben. Alles wunderbar dokumentiert, sodass man das auch
1:1 nachvollziehen kann. Diese Dokumentation steht selbstverständlich auch online zur Verfügung. Dankeschön.